Hi, willkommen bei Klasse Deutsch. Heute lernen wir Possessivartikel. Mein, dein, sein und so weiter. Abonniert jetzt und gebt einen Daumen hoch, dann geht's los. Jetzt kommen wir zum Thema Possessivartikel. Possessivartikel bedeuten eigentlich Possessivpronomen. Wir haben sie sowohl für den Nominativ als auch für den Akkusativ. Und später, wenn der Dativ kommt, haben wir sie auch für den Dativ. Im Moment werden wir nur über die Possessivartikel im Nominativ sprechen. Das heißt, die Possessivpronomen, wenn sie die Rolle des Subjekts haben. Diese Possessivpronomen haben auch einige eigene Regeln. Nach den Possessivpronomen müssen wir unbedingt ein Substantiv setzen. Das heißt, man darf kein Adjektiv oder Verb danach setzen. Man muss auf jeden Fall ein Substantiv danach setzen. Und für verschiedene Geschlechter und verschiedene Personen ist dieser Possessivartikel unterschiedlich. Zum Beispiel für die erste Person Singular, also ich, wenn wir den Possessivartikel beugen wollen, wenn das Substantiv, das nach dem Possessivartikel steht, maskulin ist, dann ist unser Possessivartikel mein. Zum Beispiel mein Vater. Das heißt mein Vater. Und wenn das Wort, das nach unserem Possessivartikel steht, neutral ist, dann gehört der Possessivartikel mein trotzdem dazu. Zum Beispiel mein Kind, mein Kind. Und wenn das Substantiv, das nach dem Possessivartikel kommt, feminin ist, dann müssen wir den Possessivartikel meine verwenden. Zum Beispiel meine Mutter, das heißt meine Mutter. Tatsächlich wurde ein E hinzugefügt. Und für den Plural müssen wir ebenfalls ein E am Ende hinzufügen, zum Beispiel meine Kinder, meine Kinder. Das ist die Regel für die erste Person Singular. Für die zweite Person Singular haben wir für maskulin und neutral dein, zum Beispiel dein Vater, dein Kind. Für feminin und Plural wird ein E hinzugefügt, deine Mutter, deine Kinder. Für die dritte Person Singular ist es ein wenig anders, weil die dritte Person Singular männlich, weiblich oder neutral sein kann. Zum Beispiel, wenn die Person, von der wir sprechen, männlich ist, müssen wir den Possessivartikel sein verwenden. Für maskulin und neutral bleibt es sein. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie das sein kann, die Person selbst ist männlich und das Nomen danach ist auch maskulin, es wird ein bisschen kompliziert. Die Antwort ist, wenn ihr ein Wort nach dem Possessivartikel setzen wollt und wenn dieses Wort maskulin ist und die Person, der ihr es zuschreibt, ebenfalls maskulin ist, dann lautet unser Possessivartikel sein. Zum Beispiel, ich will sagen, sein Vater, also der Vater von ihm, eine männliche Person. Zum Beispiel, der Vater dieses Jungen, ich sage, sein Vater. Sowohl Vater ist maskulin, als auch die Person, der der Besitz gehört, ist maskulin. Oder ich kann sagen, sein Kind. Kind ist ein neutrales Nomen, also müssen wir sein benutzen. Sein Kind bedeutet das Kind dieses Mannes. Und unser Possessivartikel muss sein sein, weil die dritte Person maskulin ist und das Nomen danach neutral. Für feminin und Plural wird ein E angehängt. Zum Beispiel seine Frau, die Ehefrau dieses Mannes. Oder seine Kinder, die Kinder dieses Mannes. Also sind hier zwei Punkte wichtig. Erstens, das Geschlecht der Person, der wir den Besitz zuschreiben. Zweitens, das Geschlecht des Wortes, das nach dem Possessivartikel steht. Wenn die Person, der wir etwas zuschreiben, eine Frau ist, dann ist unser Possessivartikel nicht mehr sein. Unser Possessivartikel ist dann ihr. Zum Beispiel ihr Mann oder ihr Vater. Ihr Mann bedeutet der Ehemann dieser Frau. Ihr Vater bedeutet der Vater dieser Frau. Und wenn das Nomen, das nach diesem Possessivartikel steht, neutral ist, dann bleibt unser Possessivartikel trotzdem ihr. Zum Beispiel ihr Kind, das Kind dieser Frau. Eine Anmerkung. Ich benutze hier nur Personen als Beispiele. Kann man denn kein anderes Nomen außer Personen nach dem Possessivartikel setzen? Doch, man kann. Zum Beispiel ihr Buch, das Buch dieser Frau. Ich verwende Personenbeispiele nur, damit ihr die Geschlechter besser versteht. Und wenn das Nomen, das nach unserem Possessivartikel steht, feminin oder plural ist, dann nehmen wir die Form ihre. Zum Beispiel ihre Mutter, die Mutter dieser Frau. Ihre Kinder, die Kinder dieser Frau.
Für die dritte Person Singular neutral kommt sehr selten vor, weil neutrale Personen fast nie verwendet werden. Es gibt Wörter wie Mädchen oder Baby, die neutral sind, aber diese werden viel weniger verwendet als ihr oder sein. Aber der Possessivartikel ist genau wie für die männliche dritte Person Singular, sein für maskulin und neutral. Für feminin und plural wird sein zu sein. Das war für die singularen Personalpronomen. Für die pluralen Personalpronomen, zum Beispiel unser Vater oder unser Kind, müssen wir den Possessivartikel unser verwenden. Unser Vater, unser Kind. Wenn das Nomen feminin oder plural ist, wird e hinzugefügt. Unsere Mutter, unsere Kinder. Für die zweite Person Plural ist der Possessivartikel euer. Maskulin und neutral, euer Vater, euer Kind. Für feminin und plural wird ein e hinzugefügt, aber wenn ein e bereits existiert, ersetzen wir das vorherige, eure Mutter, eure Kinder. Für die dritte Person Plural ist es genau wie die dritte Person Singular feminin, maskulin und neutral, ihr Vater, ihr Kind. Für feminin und plural ihre Mutter, ihre Kinder. Für die formelle Anrede sie ist es genau wie die dritte Person Plural, nur dass i groß geschrieben wird. Für maskulin und neutral ihr Vater, ihr Kind. Für feminin und plural ihre Mutter, ihre Kinder. Beispiele: Das ist mein Handy. Hier ist der Possessivartikel im Nominativ, weil das Verb sein ist und Handy ist neutral, also mein. Angela ist seine Tochter. Angela ist die Tochter eines Mannes, also Possessivartikel sein, und für eine Tochter wird ein e angehängt, seine Tochter. Unser Kanal heißt Klasse Deutsch. Kanal ist maskulin, Possessivartikel für erste Person Plural unser, kein e notwendig. Das sind eure Autos. Autos ist Plural, daher Possessivartikel für zweite Person Plural euer mit e, eure Autos. Und das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Tschüss!